Liebe Gemeindemitglieder, heute ist der weiße Sonntag. So lade ich euch alle zu dieser Eucharistiefeier im Namen Jesu Christi ein. Als erstes singen wir als Eingangslied auf dem Gotteslob Nummer 318. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Damit wir das Gedächtnis des Herrn recht begehen, prüfen wir uns selbst und bekennen unsere Schuld vor Gott und der Kirche. Nun sprechen wir das Schuldbekenntnis. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich, selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Erbarme dich. Christus, erbarme dich.
excelsis Deo. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, durch die ehrliche Osterfeier erneuerst du den Glauben deines Volkes. Lass uns immer tiefer erkennen, wie heilig das Bad der Taufe ist, das uns gereinigt hat, wie mächtig dein Geist, aus dem wir wiedergeboren sind, und wie kostbar das Blut, durch das wir erkauft sind. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Die Gläubigen hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen, und durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die glaubten, waren an demselben Ort und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und teilten davon allen zu, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl, in Freude und Lauterkeit des Herzens. Sie lobten Gott und fanden Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns in seinem großen Erbarmen neu gezeugt zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unzerstörbaren, makellosen und unvergänglichen Erbe, das im Himmel für euch aufbewahrt ist. Gottes Kraft behütet euch durch den Glauben, damit ihr die Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbart werden soll. Deshalb seid ihr voll Freude, wenn es auch für kurze Zeit jetzt sein muss, dass ihr durch mancherlei Prüfungen betrübt werdet. Dadurch soll sich eure Standfestigkeit im Glauben, die kostbarer ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist, herausstellen. Zu Lob, Herrlichkeit und Ehre bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn habt ihr nicht gesehen und dennoch liebt ihr ihn. Ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an ihn und jubelt in unaussprechlicher und von Herrlichkeit erfüllter Freude, da ihr das Ziel eures Glaubens empfangen werdet, eure Rettung. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. So spricht der Herr, weil du mich gesehen hast. Thomas, glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisaßen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der 12, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen, wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe, und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei.
Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, streck deine Finger hierher aus und sieh meine Hände. Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Shalom Aleichem. Der Friede sei mit euch. Im Namen Jesu Christi, dem Auferstandenen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Im Evangelium des letzten Sonntag, am Ostertag, haben wir während der Heiligen Messe gehört, dass Jesus Christus, der auferstandene Herr, als erstes Maria von Magdala erschienen ist. Heute, am Weißen Sonntag, erzählt uns der Evangelist Johannes weiter, dass Jesus Christus, der Auferstandene, auch seinen Jüngern erschienen ist und schenkt ihnen während dieser Zeit seinen Frieden. Der Friede ist eine reine Gabe Gottes. Nur Jesus Christus kann den Menschen diesen Frieden geben. Im Alten Testament, im Buch Daniel, lesen wir im Kapitel 10, Absatz 18. Da berührte mich die Gestalt, die wie ein Mensch aussah. Von Neuem stärkte mich und sagte, fürchte dich nicht, du von Gott geliebter Mann, Friede sei mit dir. Sei stark und hab Vertrauen. Genauso grüßte auch Jesus Christus, der auferstandene Herr und Gott, seine Jünger. Nach seiner Auferstehung berichtet uns der Evangelist Johannes, als seine Jünger auf Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Shalom Aleichem, der Friede sei mit euch. Da freuten sich die Jünger. Das hebräische Wort Shalom heißt übersetzt der Friede. Gleichzeitig gibt es noch mehrere Bedeutungen für dieses Wort Shalom. Im Hebräischen sagt man es auch für die Gesundheit,
die Sicherheit, den Reichtum und um jemanden zu trösten. Das heißt, das Wort Shalom oder der Friede beeinflusst das ganze menschliche Leben, sogar die Politik, die Wissenschaft und die soziale Situation. Deshalb glauben die Juden, dass Shalom oder der Friede eine reine Gabe Gottes ist. Und so können sie ohne der Gnade Gottes keinen Frieden bekommen. Deswegen grüßen sie immer untereinander diesem Wort. Einmal bekam ich folgende Mitteilung auf mein Handy. Wenn wir das Geld haben, dann können wir uns Essen kaufen oder wir können in ein Lokal zum Essen gehen. Aber wir können nicht mit diesem Geld uns den Hunger kaufen. Wenn wir genügend Geld haben, dann können wir ein bequemes Bett kaufen. Aber wir können uns nicht den Schlaf kaufen. Heute verkündet uns der Evangelist Johannes durch die Geschichte der Erscheinung Jesu, dass Shalom oder der Friede eine reine Gabe Gottes ist. Wir können sie nicht kaufen. Wer an Jesus Christus heute glaubt, wer auf ihn heute vertraut, für ihn ist Jesus Christus der auferstandene Herr, der Einzige, der uns seinen Frieden gibt und schenken kann, weil nur er ist die Quelle des Friedens und der König des Friedens ist. Jesus Christus, der Herr, ist auferstanden. Er ist wahrhaft auferstanden. Jesus Christus, der auferstandene Herr und Gott, führe und leite euch alle in dieser östlichen Zeit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren vor der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lasset uns beten. Gott, zu dir rufen wir voller Vertrauen in unseren Anliegen. Für alle, deren Herzen verdunkelt ist durch Ängste, Schmerzen und Sorgen. Gott des Lebens,
Wir bitten dich, Herr, höre uns. Für alle Kinder und Jugendlichen in unserer Pfarrei, denen wir die Freude des Glaubens erfahrbar machen wollen. Gott des Lebens. Wir bitten dich, Herr, höre uns. Für alle, die dich, Gott, von ganzem Herzen suchen, die dein Wort hören und auf innere Erleuchtung und Stärkung hoffen. Gott des Lebens. Wir bitten dich, Herr, höre uns. Für alle, die unter Krieg, Armut und der Pandemie leiden, die die Menschen der Zeit bedrängt und quält. Gott des Lebens. Wir bitten dich, Herr, höre uns. Für alle, die sich nach dem Beispiel Jesu mutig für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen, hier bei uns und weltweit. Gott des Lebens. Wir bitten dich, Herr, höre uns. Für alle unsere lieben Verstorbenen, die in deinem Licht für immer geborgen sein mögen. Gott des Lebens. Wir bitten dich, Herr, höre uns. Gott, dir gilt unsere Hoffnung, denn du kannst das Dunkel durch dein Licht vertreiben. Du kannst unsere Herzen hell und froh machen. Dafür danken wir dir, heute und in Ewigkeit. Amen. Die Frucht deiner menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Wort vor deine Angesicht. Darum ist uns das Brot des Lebens für die Gebüßen bis in Ewigkeit unser Gott. Amen. Grüß Gott, meine Damen. Der Welt, du schenkst den Wein, die Frucht des Weins, auch menschliche Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, unseres Geistes. Wir grüßen dich, Herr. Herr, wir kommen nur die Gäste, die nur die uns sagen, die uns aufnehmen. Wasche Menschen. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen, zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Barmherziger Gott, du hast deinem Volk durch das Bekenntnis des Glaubens und den Empfang der Taufe neues Leben geschenkt. Nimm die Gaben deiner Gläubigen gnädig an und lass uns in dir Seligkeit und ewiges Leben finden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Vater, in diesem Tag freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist
Jesus Christus. Das alte Ich vergangen, die gefallene Welt erlöst, das Leben in Christus erneuert. Darum preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott und Mensch, Gewalt und Erfüllung Millionen der Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi, Leib
und Blut. Lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Verein mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Karl-Heinz und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit und in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch und mit deinem Geiste. Das sagen wir.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du einhältst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Leib Christi schenke mir das ewige Leben. Das Blut Christi schenke mir das ewige Leben. Der Leib Christi. Amen. Der Leib Christi.
Jetzt können wir die heilige Eucharistie in geistlicher Weise empfangen. Zu deinen Füßen, o mein Jesus, werfe ich mich nieder und bringe dir die Reue meines zerknirschten Herzens dar, das ich mit seinem Nichts in deiner heiligen Gegenwart verdemütigt. Ich bete dich an, im Sakrament deiner Liebe, der unfassbaren Eucharistie. Ich sehne mich danach, dich in der armen Wohnstadt meines Herzens zu empfangen. Mein Jesus, ich glaube, dass du im allerheiligsten Sakrament des Altars zugegen bist. Ich liebe dich über alles und meine Seele sehnt sich nach dir. Da ich dich aber jetzt im Sakrament des Altars nicht empfangen kann, so komme wenigstens geistigerweise zu mir. Ich umfange dich, als wärest du schon bei mir und vereinige mich mit dir. Ich bete dich in tiefster Ehrfurcht an. Lass nicht zu, dass ich mich von dir trenne. Jesus, ich glaube an dich. Jesus, ich hoffe auf dich. Jesus, ich liebe dich. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, im heiligen Sakrament haben wir den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen. Lass diese östliche Gabe in uns weiter wirken und fruchtbar sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ponente cielo, praise Alleluia.
Oremus. Deus qui nobis sub sacramentam rabeli passionis, tuae memoriam religus Dei, triuve Jesumus itanos corporis et sanguinis Tuae, sacra mysteria venerari, redemptionis Tuae fructum in nobis iugita sensiamus, Coi vivis et reginas in saecula saeculorum. Amen. Gepriesen sei Gott, der Allmächtige und Barmherzige. Gepriesen sein heiliger Name. Gepriesen sei Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Gepriesen sei der Name Jesu. Gepriesen sei sein heiliges Herz. Gepriesen sei kostbares Blut. Gepriesen sei Jesus Christus im allerheiligsten Sakrament des Altars. Gepriesen sei der Heilige Geist, der Troster. Gepriesen sei die erhabene Gottesmutter, die allerseligste Jungfrau Maria. Gepriesen sei ihre heilige und unbefleckte Empfängnis. Gepriesen sei ihre wunderbare Himmelfahrt. Gepriesen sei der Name der Jungfrau und Gottesmutter Maria. Gepriesen sei der heilige Josef, ihr reinster Bräutigam. Gepriesen sei Gott in seinen Engeln und Heiligen. Liebe Brüder und Schwestern, nächste Woche findet auch wieder eine heilige Messe, die Sie im Livestream über unsere Homepage mitfeiern können.
Nochmals bete ich zu Gott für euch alle, bleibt alle gesund durch die Gnade und den Schutz unseres Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.